Hallo! Wenn du in Deutschland studieren möchtest, aber deine Muttersprache ist kein Deutsch, dann solltest du erstmal eine Deutschprüfung schreiben, wie ich auch gemacht habe, sogar zweimal. Und dann hast du jetzt immer noch diese Frage, sollte ich DSH schreiben oder sollte ich TestDaF schreiben? Welche ist einfacher? In diesem Video werde ich euch meine ganz persönlichen Meinungen sagen. Am Ende dieses Videos werde ich euch eine sehr wichtige Wahrheit sagen. Also, bleibt bis zum Ende. Ich habe einmal TestDaF geschrieben und auch einmal DSH geschrieben. Ich werde euch nicht beraten, welche Prüfung einfacher oder besser ist. Weil es hier eigentlich um die Frage, welche Prüfung dir besser passt, geht. Ganz persönlich, ich finde, DSH passt mir besser. Warum? Hauptsächlich zwei Gründe. Erstmal die Grammatik. Es gibt ja einen bestimmten Teil in der DSH-Prüfung, wo du nur mit der Grammatik beschäftigst. Dieser Teil ist sehr schwer, ich fand es auch so, aber du kannst zumindest vorbereiten. Aber in der TestDaF-Prüfung gibt es diesen Teil nicht. Der zweite Faktor, warum ich denke, dass die DSH-Prüfung mir besser passt, ist, dass ich etwas bequemer und angenehmer in der mündlichen Prüfung gefühlt habe. Die Prüferinnen waren echte Menschen und die Interaktion ging super. Aber im TestDaF habe ich einfach zu einem Computer gesagt und die 7 Aufgaben musste ich in einem Zug machen. Ich fand das sehr stressig. Wahrscheinlich hat die DSH-Prüfung wegen dieser 2 Faktoren mir besser gefallen. Ich habe nirgendwo gelesen, da steht in der DSH-Prüfung steht die Grammatik im Vordergrund, aber im TestDaF steht die Grammatik im Hintergrund. Also ganz grob, wenn du die Grammatik besser kennst oder du übst gerne mit der Grammatik, dann ist vielleicht vorteilhafter für dich, die DSH-Prüfung zu schreiben. Wie viele von euch auch wissen, dass die DSH-Prüfung an verschiedenen Orten ist immer etwas anders. Also bei mir war die Aufgabe so, ich habe erstmal einen Text gelesen, dafür hatte ich 10 Minuten und danach habe ich den Prüferinnen zusammengefasst gesagt, worum es in diesem Text geht. 10 Minuten waren mir nicht genug. Ich habe eigentlich nicht so gut zusammengefasst und ich lese immer etwas langsam, deswegen habe ich den letzten Teil des Textes nicht so gut verstanden und auch nicht so gut im Hinterkopf behalten. Und eine Prüferin hat mich gefragt, was bedeutet dieser Begriff? Also dieser Begriff steht genau am Ende des Textes und ich habe ihr einfach gesagt, ich habe nicht gelesen. Denkst du, das ist sehr schlecht? Das war gar nicht schlecht. Die Prüferin hat sofort erklärt, was dieser Begriff bedeutet. Und nach der Besprechung über den Text haben die Prüferinnen mit mir einfach ganz locker geredet. Also zum Beispiel, warum wollen sie bla 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 studieren und wie hat dieses Fach sie interessiert. Also ja, ich fühlte sehr locker und ich fand, diese Besprechung war etwas genau wie wenn du neue Freunde kennenlernst oder ja, einfach mit Freunden redest. Das war sehr locker. Für die Auswahl des Textes machst du gar keine Sorge. Die haben sehr viele Texte und du sagst einfach, was du an der Uni studieren möchtest, dann werden sie dir einfach diesen Text geben, der um dieses Thema geht. Noch eine Sache möchte ich vergleichen. Hör- und Leseverstehen. In diesen Teilen in der DSH-Prüfung gibt es mehr offene Fragen, also weniger Multiple-Choice-Questions oder richtig falsch, ein Kreuzen. Aber im TestDaF gibt es mehr Aufgaben, die du richtig falsch entscheidest. Und es gibt auch ein paar kurze, offene Fragen. Aber die Schwierigkeit sollte sehr vergleichbar sein. Also ja, die Aufgaben im TestDaF klingen nicht so aufwendig. Aber ich finde, die Aufgaben bei der DSH-Prüfung ist nicht schwieriger. Ja, es kommt darauf an, welche dir besser passt. Schreib einfach ein paar Beispielprüfungen und du wirst es erfahren, wie es dir geht. Also andere allgemeine Sachen werde ich euch nicht in diesem Video erzählen, weil
Du kannst diese Informationen auch im Internet suchen. Die Wahrheit ist, du sollst Deutsch weiter lernen, auch nachdem du DSH3 oder TDN5 erreicht hast. Das Studium in Deutschland ist nicht leicht, wirklich nicht leicht, besonders am Anfang. Manche Kommilitonen sprechen viel schneller als deine Lehrerinnen bzw. Lehrer im Deutschkurs. Und deine Kommilitonen werden auch alltägliche Redewendungen, die du im Deutschkurs noch nie gelernt hast, benutzen. Du wirst immer noch unbekannte Wörter von dem Stoff von der Uni lernen. Du sollst auch von deinen Kommilitonen lernen. Sei demütig und frag einfach deine Kommilitonen. Die sollten sehr nett sein, wie meins. Ja, aber es ist auch sehr verständlich, dass das Studium schon schwer genug ist und du hast keine Zeit mehr, Deutsch zu lernen. Ja, bei mir geht es auch so und ich habe einfach so gemacht. Ich bin immer bei dem Stoff von der Uni geblieben. Ich habe nicht beabsichtigt, Deutsch zu lernen, aber ich habe einfach die Wörter im Stoff, in den Texten Wort für Wort nachgeguckt. Ja, der Prozess war sehr anstrengend. Ja, ich habe es geschafft. Und ihr könnt es auch schaffen, wenn du den Stoff erstmal verstehst. Wenn du länger in Deutschland bleibst, wird dein Deutsch besser. Wenn du weitere Fragen hast, schreib einfach in die Kommentare. Viel Erfolg und abonniere meinen Kanal. Tschüss!